Vor der deutschen Ostseeküste liegen 6 bewohnte Inseln: Rügen, Usedom, Fehmarn, Pöhl, Ummanz und Hiddensee. Eine 7., die 94 Hektar große Insel Wilm, ist ein Naturschutzgebiet. Die größte Insel ist Rügen, gefolgt von Usedom. Beginnen wir nun mit der Insel Rügen. Rügen ist auch die bevölkerungsreichste Insel in ganz Deutschland. Durch 2 Brücken ist die Insel direkt mit der Stadt Stralsund verbunden. Rügen können Sie auch mit der Fähre erreichen. Besonders bekannt ist dort natürlich für seine einmalige Steilküste und die Kreidefelsen. Diese findest du im Nationalpark Jasmund, der zu den 16 deutschen Nationalparks zählt und jährlich eine Vielzahl von Besuchern anlockt. Zu den Top-Highlights auf Rügen gehören die Ostseebäder Binz, Sellin und Göhren, mit ihrer berühmten weißen Bäderarchitektur und den langen Seebrücken. Sellin, die Perle der Insel Rügen. Weißer Sandstrand, prachtvolle Villen im Stile der Bäderarchitektur, eine Prachtstraße, ein traumhafter Blick vom Hochufer auf die Boddenlandschaft, das alles wird dem Ostseebad Sellin als schönem Ort an der Küste zugerechnet. Über die Himmelsleiter oder einen Fahrstuhl zu erreichen ist die wunderschöne, im historischen Gewand der 1920er Jahre gehaltene Seebrücke in Sellin. Die Seebrücke misst 394 Meter mit der berühmten Tauchgondel verspricht ein Abenteuer unter Wasser. Für 8 € haben Sie 45 Minuten die Möglichkeit, einheimische Meeresstiere zu beobachten. 2. Insel Fehmarn. Die Insel Fehmarn entfaltet ihre Reize bereits bei der Anreise. Schon die Fahrt über die 963 Meter lange kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke, die Fehmarnsundbrücke, der Volksmund nennt sie der Optik wegen auch Kleiderbügel, ist überaus beeindruckend. Mit gleich 20 Stränden an der 78 Kilometer langen Küstenlinie wartet die Sonnen- und Familieninsel auf. An diesem schönen Ort an der Ostsee ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die schönsten Sandstrände liegen im Süden der Insel, wohingegen sich Fehmarn im Osten mit seinen Steilküste von der raueren Seite zeigt. Der Norden ist wiederum von herrlichen Dünenlandschaften mit Binnenseen geprägt. Rund 2200 Sonnenstunden können Sie dort durchschnittlich im Jahr genießen. Das geht am besten an einem der zahlreichen Ostseestrände oder beim Erkunden der wundervollen Landschaften, zum Beispiel in einem der 4 idyllischen Naturschutzgebiete. Die größte Stadt der Insel ist Burg, wobei das Wort groß bei nur ca. 6000 Einwohnern relativ ist. Wenn Sie auf der Suche nach Ruhe und Erholung sind, gleichzeitig aber auch die Vorzüge einer Kleinstadt genießen wollen, sind Sie hier genau richtig. Ob beim Schlendern durch die Fußgängerzone, einem Besuch am Hafen oder auf Tour durch das größte Hai-Aquarium Europas, in Burg können Sie so richtig entspannen. Das wohl bekannteste Dorf der Insel ist das am nördlichen Ende Fehmarns gelegene Puttgarden. Von hier aus erreichen Sie mit der Fähre das dänische Festland, perfekt für einen Tagesausflug. Steigt das Thermometer über die 20-Grad-Marke und lässt sich die Sonne länger als eine halbe Stunde am Tag blicken, kennen viele Sonnenanbeter nur noch eine Richtung: Norden. Die Ostsee lockt mit zauberhaften Stränden, die zur Frühlings- und Sommerzeit jedoch häufig überfüllt sind. Lange Sandstrände, schroffe Steilküsten, Kreidefelsen, mondäne Seebäder, Fischerdörfer, Strandkörbe, versteckte Buchten, geschichtsträchtige Hansestädte, redgedeckte Häuser, berühmte Gäste aus Kunst und Kultur. Usedom. Nun kommen wir zu einem der wohl sonnenreichsten Ostseeorte. Die Insel Usedom liegt zwischen Ostsee, Achterwasser und Stettiner Haff und glänzt vor allem durch die malerischen Kaiserbäder Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin. Ihnen wird auffallen, was Sie doch für einzigartige Baustile und Architekturen auf Usedom begegnen können. Heringsdorf ist ein sehr beliebter Ort auf der Sonneninsel und beeindruckt nicht nur mit seinem traumhaften Strand. Auch die Seebrücke in Heringsdorf ist sehr sehenswert und ein beliebter Ausgangspunkt für Touristen. Zwischen Mai und September gibt es in Ahlbeck jährlich das Sandskulpturenfestival, wo Künstler atemberaubende Sandskulpturen, Gebäude oder Figuren bauen. Und wenn Sie schon einmal in Trassenheide mit Kindern sind, so statten Sie doch der Attraktion Die Welt steht Kopf einen Besuch ab. Hier steht ein ganzes Haus samt Inneneinrichtung tatsächlich auf dem Kopf. Ein komisches und abenteuerliches Gefühl zugleich, alles Gewohnte auf einmal aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen. Hiddensee. Westlich von Rügen liegt die kleine Insel Hiddensee. Wie auf vielen Nordseeinseln ist auch Hiddensee eine autofreie Insel.
Von Anfang September bis Ende Oktober machen rund 50.000 Kraniche auf ihrer Reise Richtung Süden Halt auf Hiddensee und den anderen Inseln und Halbinseln des Nationalparks. Hiddensee rund 17 Kilometer lang und nur wenige 100 Meter breit. Anders als auf Rügen gibt es hier keine touristischen Hochburgen, dass etwas weniger Touristen den Weg nach Hiddensee suchen, als auf das benachbarte Rügen, liegt auch daran, dass du die Insel nur per Boot erreichen kannst. Für diejenigen, die unser vorheriges Video über die Inseln und die schönsten Orte der Nordsee noch nicht gesehen haben, hinterlassen wir einen Link in der Beschreibung. Pöhl. Die schöne Ostseeinsel Pöhl liegt in der Nähe der Stadt Wismar. Sie ist rund 36 Quadratkilometer groß und über einen Damm mit dem Festland verbunden. Im Gegensatz zu den anderen deutschen Ostseeinseln ist sie relativ unbekannt. In der DDR fungierte Pöhl als Abhörstation gen Westen, dementsprechend dünn besiedelt ist die Ostseeinsel. Heute leben ca. 2700 Menschen auf ihr. Wenn du deinen Urlaub auf Pöhl verbringst, kannst du dir also sicher sein, dass du nicht allzu vielen anderen Touristen begegnest. Das Wasser an den Stränden von Pöhl ist sehr flach, sodass vor allem Familien mit Kindern hier einen unbeschwerten Urlaub verbringen können. Ummanz. Die Insel, die der Westküste Rügens vorgelagert ist, ähnlich wie Hiddensee, ein beliebter Rastplatz bei Zugvögeln. Seit 1991 ist Ummanz durch eine 250 Meter lange Brücke mit Rügen verbunden. Auf dem 20 Quadratkilometer großen Eiland herrscht Ruhe. Hier gibt es keine Strandpromenaden, große Hotels oder große Straßen. Am besten suchst du dir für deine Übernachtung auf der Ostseeinsel eine kleine Pension oder Ferienhaus. Wilm. Die kleine Insel Wilm ist heute ein reines Naturschutzgebiet ohne touristische Übernachtungsmöglichkeit und darf von Besuchern nur im Rahmen einer geführten Tour betreten werden. Für diese solltest du dich unbedingt im Vorfeld anmelden, denn täglich werden nicht mehr als 30 Personen auf die Insel gelassen. Schon immer hatte Wilm einen Sonderstatus, denn ab 1959 wurde die Insel für Privatpersonen gesperrt und sogar von der Landkarte entfernt. Sie können bei der fachkundigen Führung 500 Jahre fast unberührte Natur erleben. Alte Bäume und dichte Vegetation bestimmen das Bild. Allein 400 verschiedene Pflanzen- und Farnarten sowie 100 verschiedene Moos- und Flechtenarten wurden auf der Insel gezählt. Einige der alten Bäume haben einen Durchmesser von mehreren Metern. Hat Ihnen die virtuelle Tour an der deutschen Ostseeküste gefallen? Wenn ja, können Sie uns unterstützen, indem Sie das Video liken und kommentieren. Folgen Sie uns auf jeden Fall für weitere interessante Videos.